Lieber Walter Feichtinger, du bist Brigadier beim österreichischen Bundesheer und ein nationaler und international ausgewiesener Experte für Fragen der Sicherheit. Die Reihe, die wir haben, Zukunft neu denken, beschäftigt sich auch mit der Frage, wird es in Zukunft auf dieser Welt sicherer sein oder weniger sicher sein? Man hat das Gefühl, die Menschen haben Ängste bei diesem Thema. Sind denn diese Ängste berechtigt? Ganz unberechtigt sind sie natürlich nicht, weil wenn man täglich den Fernseher auftraut oder ins Internet hineinschaut, dann sieht man unglaubliche Bilder von Kriegen und allem Möglichen. Ich würde es aber nicht so auf die Spitze treiben, sondern ich würde sagen, wir leben in unglaublich spannenden Zeiten, weil es so große politische Umbrüche gibt, auf der geopolitischen Ebene. Ja. Wir erleben Amerika, das sich eigentlich zurückzieht und nicht mehr den Weltpolizisten macht. Wir erleben Russland, das sich hier immer stärker engagiert und ganz massiv auftritt, zum Beispiel in Syrien. Wir erleben China, das im südchinesischen Meer seine Machtdemonstration macht und weltweit eigentlich schon aktiv wird. Und wir haben ein Europa, das hier ein bisschen zögerlich ist und nicht so geschlossen auftritt, wie es eigentlich nötig wäre. Und in diesem Umfeld ereignen sich halt viele Sachen. Und gerade dort, wo diese verschiedenen Reiche und Regionen aneinanderstoßen, dort kommt es dann auch zu heißen Konflikten. Das sehen wir im Nahen und Mittleren Osten. Es gibt keine Ordnungsmacht, sondern Rivalität zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Das sehen wir auch in der Ukraine, wo eben der russische und der europäische Interessensbereich ineinander geht. Und ich hoffe doch nicht, dass wir das auch in Venezuela sehen werden, wo man ja hier ein Engagement hat von Russland, von Amerika, vielleicht auch von China und wo ein Land eigentlich jetzt ganz negative Entwicklung hat und wo ich hoffe, dass man aus dem wieder herauskommt. Wenn man das vergleicht mit früher unter Anführungszeichen und immer wieder auch das Zitat hört, dass die Europäische Union ein Garant dafür ist, dass es keinen Krieg mehr in unseren Regionen geben wird, wie schätzt du das ein? Haben wir hier etwas erreicht, wo wir sagen, na, aber im Groben und Ganzen sind die Gefahren gebannt oder kann immer wieder irgendwas aufpoppen? Zweifellos. Also wenn man sich Europa anschaut, nur die Landkarte und wie hier Länder zusammengewachsen sind in der EU, die früher gegeneinander Krieg geführt haben, dann ist das nach wie vor ein unglaubliches Friedensprojekt. Es gibt aber sehr viele Störungen und Tendenzen, wo wir sagen, der europäische Zusammenhalt ist nicht so groß, wie er sein sollte. Warum sage ich immer nicht so groß, wie er sein sollte? Weil wir eben in einem geopolitischen Wettbewerb stehen. Und in dem geopolitischen Wettbewerb muss man bestehen. Einzelne europäische Länder, glaube ich nicht, dass stark genug sind, um gegen China, Amerika, Russland hier groß ihre Sache machen zu können. Daher ist es sehr wichtig, in Europa das zu machen. Und diese Spannungen, die wir hier in Europa sehen, die gehen überhaupt nicht in die Richtung, dass sie gewaltsam werden, aber sie reduzieren die politische Handlungsfähigkeit. Und das ist etwas, was man in der jetzigen Zeit nicht braucht. Was früher schlimmer? Wir haben hier eigentlich durchgehend seit 20 Jahren einen Pegel von ungefähr 35 bewaffneten Konflikten weltweit. Die spielen sich aber fast alle nur innerhalb von Staaten ab. Was zurückgegangen ist, ist der zwischenstaatliche Krieg. Von denen gibt es 1, 2, vielleicht 3 in einem Jahr. Das ist absolut reduziert. Kann das wieder kommen? Kann man nicht abschätzen. Es deutet nichts darauf hin, dass es eine große militärische Auseinandersetzung gibt. Aber diese innerstaatlichen Kriege und Konflikte, die haben eigentlich zugenommen. Nur eine Zahl dazu. Wir beobachten jährlich so an die 210 bewaffnete Krisen. Das heißt, da wird schon geschossen. Venezuela ist so ein Beispiel. Und diese Zahl ist in den letzten Jahren sukzessive angestiegen. Heute sind wir bei mehr als 250. Und das ist schon ein bisschen besorgniserregend, weil diese Unruhen im Inneren, die sind ja auch eine Gefahr für die große Stabilität. Lieber Walter, herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Dankeschön. Sehr gerne.